1945 markierte das Ende des Zweiten Weltkrieges und damit das Ende der Nazi-Herrschaft in Deutschland, aber leider bei weitem nicht aller von den Nazis etablierten Macht- und Denkstrukturen. In diesem Video zeige ich dir 25 erschreckende Relikte und Überreste aus der Nazizeit im modernen deutschen Staats- und Verwaltungssystem. Da gibt es tatsächlich schockierende Parallelen, die kaum jemand offen anspricht und die wahrscheinlich den meisten Deutschen überhaupt nicht bewusst sind. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn es auch dir langsam unheimlich wird, wenn auch du das Gefühl hast, dass deine Freiheit immer weiter beschnitten wird, wenn dir die immer schneller fortschreitende Überwachung deines Vermögens, deines Lebens, deiner Einreise, aller deiner Aktivitäten als Bürger langsam bedrohlich vorkommen, dann wird es jetzt Zeit, einen Plan B zu machen. Und dazu werden wir dir alle Komponenten eines solchen Plan B auch ohne auszuwandern vorstellen. Und zwar bei unserem Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B Seminar in Zürich, das wir dort regelmäßig veranstalten. Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Neben mir und natürlich meinem Kollegen Daniel Taborek wird auch wieder dabei sein der Herr Generalaußerdiensten Erich Warth, lange Jahre Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er kennt Putin persönlich und viele andere wichtige Politiker auch. Er hat Insider-Know-how, das wir so nicht haben, und er wird dir hinter verschlossenen Türen seine Einschätzungen zu der aktuellen politischen und geopolitischen Lage geben. Das sind natürlich extrem wichtige Entscheidungsgrundlagen für deinen Plan B. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite. Kommen wir nun aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich bin ja in den 80er und 90er Jahren in Deutschland aufgewachsen, habe dann natürlich als sehr junger Mann Deutschland verlassen. Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, dass die Entnazifizierung in Deutschland gescheitert ist. Er war ein überzeugter Konservativer nach altem Schnitt. In meinem Elternhaus, da haben wir zum Beispiel Ronald Reagan, Margaret Thatcher und natürlich Papst Johannes Paul II. Verehrt. Das waren so die Heldenfiguren, die mein Vater mir vorgehalten hat. Von der deutschen Politik, von deutschen Politikern hat er auch damals nicht viel gehalten. Aber seinen Satz zur gescheiterten Entnazifizierung in Deutschland, das habe ich erst viel später verstanden. Gerade als ich mich im Kontext auch meiner jetzigen Tätigkeit damit befasst habe, wie Bürgerrechte, wie bürgerliche Freiheiten, wie Steuerrecht im Ausland funktioniert im Vergleich zu Deutschland. Ich habe, wie gesagt, schon vor 25 Jahren Deutschland verlassen. Ich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen und ich habe danach ausschließlich im angelsächsischen Raum gelebt. Also Länder wie zum Beispiel die USA, Großbritannien, Irland, Malta, durfte und darf in diesen Ländern zu Gast sein. Und da gehen einem dann als Deutschen eigentlich schon die Augen auf. Da realisiert man Dinge, wenn man die Situation dann mit Deutschland vergleicht, wenn man Gesetze, wenn man Pflichten, wenn man das Staatsbild dann mit dem vergleicht, was man in Deutschland hat, da kommt man dann doch ziemlich zum Nachdenken, was eigentlich Freiheit wirklich ist und wie auf erschreckende Weise eigentlich die bürgerlichen Freiheiten gerade in Deutschland eingeschränkt sind. Und das schon lange vor Corona. Wenn man das Ganze dann auch noch weiter historisch analysiert, dann muss man tatsächlich zu der Aussage kommen, die mein Vater gemacht hat, dass nämlich genau die Entnazifizierung in Deutschland gescheitert ist. Denn wir haben in unseren Gesetzen, in unserem Rechtssystem in Deutschland erschreckend viele Parallelen zu Nazi-Deutschland. Wir haben in vielerlei Hinsicht ein Rechtsverständnis, das dem Nazi-Deutschlands gleicht. Da kann man sozusagen eine echte Kontinuität feststellen, wie ich dir jetzt gleich an 25 Beispielen zeigen werde. Hier geht es zum Beispiel um so Dinge wie das Steuerrecht, wie Steuern von den Nazis gegen die Bürger verwendet werden und auch heute, so hat man das Gefühl, wieder gegen die Bürger in Deutschland eingesetzt werden. Da geht es um Dinge wie das Selbstverständnis der Steuerverwaltung und der Staatsverwaltung. Ich sage damit in keinster Weise, dass das heutige Deutschland, Nazi-Deutschland gleichzusetzen ist. Ich sage auch nicht, dass unsere Politiker verkappte Nazis sind. In der Tat kann man sicherlich sagen, dass die meisten Politiker gute Menschen sind, die sich Mühe geben, das Richtige zu tun. Aber was ich sage, ist, dass es dort strukturell im deutschen Staats- und Rechtssystem ganz unglaubliche Untiefen gibt und dass man sich durchaus vorstellen kann, dass diese Situation wieder einmal von einem Regime gegen die deutschen Bürger eingesetzt werden kann.
kann. Wir reden ja heute viel durch die Gefahr von rechts, viel durch die Gefahr zum Beispiel von der AfD. Und ganz sicherlich ist die Verharmlosung der Nazizeit, vielleicht auch die Glorifizierung der Nazizeit durch manche Figuren der AfD besorgniserregend. Viel besorgniserregender ist aber, dass viele Deutsche überhaupt nicht wissen und als ganz selbstverständlich angenommen haben, dass viele der Gesetze, mit der sie Tag zu Tag konfrontiert sind, tatsächlich aus der Nazizeit stammen oder von den Nazis ganz intensiv verschärft und missbraucht worden sind. Und dass Entnazifizierung gescheitert ist, das bedeutet dann genau, dass man im Grunde diese Gesetze nicht ausgemerzt hat, sondern in leicht abgeänderter Form und ideologisch entschärft so weiterverwendete. Und das müsste doch jedem Deutschen tatsächlich zu denken geben. Vor allen Dingen, wenn wir berücksichtigen, dass ja das Nazi-Regime ein Regime war, das vor allen Dingen gegen die Deutschen gearbeitet hat. Jetzt lassen wir mal den Zweiten Weltkrieg noch außen vor momentan. Auch die Juden, die entsetzlich verfolgt wurden von den Nazis, waren ja Deutsche. Das waren ja nicht irgendwelche Ausländer oder irgendwelche anderen Volksgruppen. Das waren Deutsche, die nun einmal die jüdische Religion hatten. Viele der brutalen Gesetze der Nazis haben sich gegen sie speziell gerichtet, aber auch natürlich die Gesamtbevölkerung wurde extrem von den Nazis beschädigt. Denken wir nur an die sogenannte geräuschlose Kriegsfinanzierung, bei der sich das Naziregime die Ersparnisse der Bürger von den Sparkassen geklaut hat und diese verwendet hat, um die Aufrüstung in Deutschland und dann natürlich auch den Zweiten Weltkrieg zu finanzieren. Also ein Volksverrat, wie er krasser eigentlich nicht vorstellbar ist. Und eigentlich hätte man sagen müssen, nachdem man die Bundesrepublik Deutschland gegründet hat, wir müssen da Tabula Rasa machen, wir müssen das mit der Wurzel ausmerzen, dieses Übel. Wir können keine Überbleibsel mehr zulassen in deutschen Gesetzen, aber das ist nicht passiert, wie ich dir gleich zeigen werde. Vielleicht war es auch nicht möglich, vielleicht gab es keine Zeit, vielleicht war dann auch der Kampf gegen den Kommunismus, gegen die Sowjetunion schon wichtiger und man hat nicht weiter darüber nachgedacht, was hier an Aufarbeitung aus der Nazizeit eigentlich noch an Herkulesaufgaben zu erledigen war. Verstehe mich nicht falsch, manche strukturelle Änderungen sind erfolgt, da hat man wirklich einen Schlussstrich mit der Nazizeit gezogen. Als Beispiel könnte man zum Beispiel die Etablierung des föderalen Systems in Deutschland nennen, also die Gliederung Deutschlands in verschiedene Bundesländer, ein föderales System, was zum Beispiel den USA gleicht oder auch der Schweiz. Das ist etwas, das man bewusst implementiert hat, um einen weiteren übermächtigen Zentralstaat, der aus Berlin möglicherweise missbräuchlich gelenkt wird, zu verhindern. Die Bundesländer selbst haben weitreichenden Einfluss. Sie können Teile ihrer Gesetze selbst bestimmen. Und es gibt auch eine politische Unabhängigkeit. Wie gesagt, so konsequent, wie man das bei den Bundesländern getan hat, hat man es in vielerlei anderer Hinsicht leider versäumt. Und wenn wir jetzt sehen, was in Deutschland passiert gerade, und ich spreche jetzt nicht von der AfD, sondern ich spreche eher davon, was auf EU-Ebene passiert, natürlich auch mit Mitwirken Deutschlands und auch mit Zustimmung Deutschlands. Denken wir zum Beispiel an die Chatkontrolle, denken wir zum Beispiel an die digitale ID, dann sollten sich vielleicht schon Sorgenfalten auf deiner Stirn bilden. Aber wie gesagt, die meisten Deutschen, sie leben in der Matrix, sie realisieren das überhaupt nicht. Da ermutige ich dich, dieses Video mit Freunden und Bekannten zu teilen, die vielleicht ebenfalls in einem naiven Staatsvertrauen feststecken. So, ich komme nun zu meiner Liste dieser 25 Punkte. Nummer 1, natürlich die Wehrpflicht, der staatliche Anspruch auf Bürger- und Lebenszeit, ein echter Blut- und Bodenkult, den es definitiv abzulehnen gilt. Die Nazis haben die allgemeine Wehrpflicht 1935 eingeführt. Als dann die Bundesrepublik darüber nachgedacht hat, wiederum eine Armee aufzubauen, da hat man nicht lange gesucht und hat sich ebenfalls für eine solche allgemeine Wehrpflicht entschieden. Das ist genau, was ich meinte. Man hätte ja damals die Entscheidung treffen können, dass man aufgrund der Nazizeit keine allgemeine Wehrpflicht mehr als Modell für eine Armee wählt, sondern sich zum Beispiel für eine professionelle Berufsarmee entscheidet, wie das ja viele andere ernstzunehmende Länder haben. Die Wehrpflicht gilt nach wie vor, auch wenn sie momentan ausgesetzt ist, aber wir wissen alle, momentan gibt es Überlegungen, diese wieder einzuführen. Momentan gibt es freiwillige Modelle, aber wer weiß, was da kommt. Eine wirkliche Reflexion mit den historischen Ursprüngen der Wehrpflicht und dem großen Missbrauch, den die Nazis da getrieben haben, scheint es auf jeden Fall nicht zu geben. Diese Debatte existiert nicht.
Der zweite Punkt, Passwesen und Bewegungsfreiheit. Freiheit nur unter Vorbehalt. 1938 führten die Nazis die Passverordnung ein und den sogenannten Kennkartenzwang. Damit wurde eine Ausweispflicht eingeführt und außerdem hat sich der Staat das Recht genommen, den Pass zu entziehen, wenn du dich nicht so verhältst, wie es der Staat von dir möchte. Damit sollte also die Ausreise unmöglich gemacht werden. Mehr oder weniger identisch, wenigstens inhaltlich, ist das Ganze übernommen worden ins deutsche Passgesetz und ins Personalausweisgesetz. Es gibt auch heute in Deutschland, anders zum Beispiel als in der Schweiz oder in Österreich, eine generelle Ausweispflicht. Auch hier hat man nicht gesagt, naja, die generelle Ausweispflicht, das ist eigentlich definitiv eine Nazi-Methode. Das wollen wir so in unserer Demokratie nicht haben. Wie gesagt, Österreich hat es ja wieder abgeschafft nach der Nazi-Zeit. Nein, in Deutschland hat man damit weitergemacht. Ich hatte ja schon etliche Videos hier gemacht zum Passgesetz. Dort gibt es den Paragraphen 7 und den Paragraphen 8. Hier geht es um die Passversagung. Auch heute ist es möglich, dass der deutsche Staat, so wie bei den Nazis, den Pass wegnimmt, um dich an der Ausreise zu hindern. Er kann sogar den Pass ungültig machen, wenn du dich im Ausland aufhältst, wenn du in den Augen des Staates etwas getan hast, das dem Staat missfällt. Mein dritter Punkt, der gläserne Bürger, Registerstaat und ID-Logik. Die Nazis haben sich um eine systematische Erfassung der Bevölkerung gekümmert zur Selektion und Überwachung. Es wurde eine Meldepflicht eingeführt. Und wenn du dir anschaust, was wir heute haben, dann gibt es diese Meldepflicht noch immer. Anders als in vielen anderen Staaten. In den USA gibt es keine Meldepflicht. Es gibt keine Meldepflicht in Irland. Es gibt keine Meldepflicht in UK. Nur um ein paar Länder zu nennen. Aber wissen die meisten Deutschen, dass diese Meldepflicht eigentlich eine Nazi-Methode ist? Realisieren Sie, dass es dabei um die totale Kontrolle des Staates geht? Ich vermute nicht. Mir jedenfalls ist das erst klar geworden, als ich im Ausland gelebt habe und realisiert habe, wie sehr eigentlich viele Länder sogar ganz bewusst darauf insistieren, dass es keine Meldepflicht gibt, weil es Teil der bürgerlichen Freiheit ist, dass du wohnst, wo du willst, dass du hinziehen kannst, wo du willst, ohne das beim Staat anmelden zu müssen. Kommen wir zum vierten Punkt und das ist die Schulpflicht. Der Staat hat das Bildungsmonopol. Bei den Nazis wurde 1938 das Reichsschulpflichtgesetz eingeführt zur Durchsetzung der staatlichen Indoktrination. Private alternative Erziehung wurde verboten und genau das ist ja beibehalten worden. Es ist sogar in gewisser Weise noch weiter verschlimmert worden, denn in Deutschland ist mittlerweile ja im Grundgesetz verankert, dass echte Privatschulen verboten sind. Angeblich zur Vermeidung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Wenn du dir den Ursprung dieses Erziehungsmonopols anschaust, dann weißt du, dass das natürlich Bullshit ist. Auch hier ist der Grund natürlich der Erhalt der Staatsmacht und die Einschränkung der Bürgerrechte. So Dinge wie zum Beispiel echte Privatschulen, die vom Staat unabhängig sind. Unabhängig nicht nur geistig, sondern auch in der Finanzierung. Das gibt es in Deutschland nicht. Das ist verboten. Wie gesagt, sogar durch die Verfassung und natürlich Homeschooling und ähnliche Modelle sowieso. Und zwar unter Androhung striktester Strafen. Punkt Nummer 5, ein Vermögensregister, und zwar ein Vermögensregister als Vorstufe des Zugriffs auf das Vermögen der Bürger. 1938 haben die Nazis die Verordnung über die Anmeldung des Vermögens verabschiedet, eine Deklarationspflicht für Vermögen über 5.000 Reichsmark, als Vorbereitung natürlich für spätere Konfiszierung. Und auch heute wieder geistert der Begriff des Vermögensregisters durch die Medien. Vorstufen solcher Register sind ja bereits schon eingeführt. Man denke nur zum Beispiel an das Transparenzregister, Offenlegung wirtschaftlich Berechtigter, Meldepflichten für digitale Plattformen, dann EU-weite Bestrebungen, diese Daten zu verknüpfen. Man denke nur an die AMLA-Behörde in Frankfurt. Wie gesagt, die Nazis haben genau solche Maßnahmen etabliert und dann hinterher auf Basis der Informationen, die sie erfasst haben, Vermögen konfisziert. Jetzt kannst du dir überlegen, ob es wirklich stimmt, wenn Politiker sagen, dass es hier um Geldwäschereibekämpfung geht oder die Vermeidung der Terrorismusfinanzierung oder ob es wie bei den Nazis eigentlich darum geht, dich um dein Vermögen zu erleichtern. Punkt Nummer 6, die sogenannte Reichsfluchtsteuer und die Wegzugsbesteuerung, die wir heute haben. Die Reichsfluchtsteuer wurde schon 1931 eingeführt. Die Nazis haben sie dann extrem verschärft. 25% Abgabe auf Vermögen musste man bezahlen, wenn man Deutschland verlassen hat. Ganz klar, hier ging es darum, Kapitalflucht zu erschweren und die Emigration zu vermeiden.
Auch heute haben wir wieder eine Wegzugsbesteuerung eingeführt durch die SPD in den 1960er Jahren und gerade in den letzten Jahren immer wieder verschärft. Sicherlich eins der besten Beispiele, wie schamlos und dreist unsere Politiker sind und dann uns etwas vorlabern von demokratisch und ethisch und freiheitlich. Aber eben, wie du auf dieser Liste siehst, nur ein weiteres Beispiel von vielen, wo Nazi-Methoden im Grunde genommen unter dem Deckmantel der Demokratie salonfähig gemacht werden. Man packt das dann irgendwie in soziale, menschenfreundliche Watte ein. Es geht um Gerechtigkeit und die starken Schultern müssen mehr tragen und bla bla bla. Aber das, wie gesagt, war ja schon die gleiche Logik, die auch die Nazis hatten. Punkt Nummer 7, das gläserne Auslandsvermögen und das Ende des Bankgeheimnisses. Die Nazis haben sogenannte Devisenbewirtschaftungsgesetze eingeführt. Damit gab es strenge Meldepflichten für ausländisches Vermögen. Es wurde verboten, Kapital ins Ausland zu verbringen, und zwar unter Androhung von Gefängnis. Schau dir an, was wir heute haben. Auch heute wird ein Auslandsvermögen stark kontrolliert. Es gibt den automatischen Informationsaustausch für Banken und gerade hat man beschlossen, diesen auch auf Immobilien im Ausland auszuwerten. Auch hier ein weiteres Beispiel für ein Relikt aus der Nazi-Zeit, das schamlos von unseren Politikern auch heute wieder mit Lust von diesen eingesetzt wird. Punkt Nummer 8, die Einschränkung von Bargeld und Gold. Die Nazis haben es bestimmten Volksgruppen verboten, Gold zu besitzen. Es gab eine strikte Kontrolle von Bargeldbewegungen. Zum Teil wurde der anonyme Besitz von Gold unter Todesstrafe gestellt. Das musst du dir mal vorstellen. Wenn wir uns heute die Gesetze anschauen, den Kampf gegen das Bargeld, den Kampf gegen das Gold, wo ja jeder, der Gold besitzt, irgendwo als Krimineller hingestellt wird, jeder, der mit Bargeld bezahlt, als zugehörig zur organisierten Kriminalität eingestuft wird. Die anonyme Vermögenshaltung soll offensichtlich kriminalisiert werden und wird unter Generalverdacht gestellt. Punkt Nummer 9 ist die Zentralbankmacht. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Die damalige Reichsbank unter den Nazis wurde dazu verwendet, die Bürger zu bestehlen, den Deutschen ihr Geld wegzunehmen. Im Rahmen der sogenannten geräuschlosen Kriegsfinanzierungen wurden die Einlagen bei den Banken und Sparkassen, und das natürlich ohne, dass es die Bürger gewusst haben, dazu verwendet, die Aufrüstung und den Krieg in Deutschland zu finanzieren. Nach dem Krieg bekam der Bürger dann die Quittung. Alle Werte waren vernichtet, die Währung war wieder mal wertlos. Nur diejenigen, die sich bewusst nicht an die Gesetze gehalten haben, an die Verbote gehalten haben, die wie gesagt mit Todesstrafe belegt waren und Devisen, Gold etc. Vermögen im Ausland gebunkert haben. Wenn wir uns die heutige EZB anschauen, die Europäische Zentralbank, dann gibt es erschreckende Parallelen zur damaligen Reichsbank. Die EZB ist komplett unabhängig, sie ist niemandem Rechenschaft schuldig, sie muss sich nicht gegenüber demokratisch gewählten Volksvertretern rechtfertigen. Die führenden Mitarbeiter genießen Immunität. Tatsächlich kann die Europäische Zentralbank alles machen, was sie will, und sie gleicht damit in dramatischer Weise der damaligen Reichsbank, bei der es eben ganz genauso war. Punkt Nummer 10, jetzt kommen wir zu den Steuern. Hier befassen wir uns zunächst mit konfiskatorischen Sonderabgaben, der Zugriff auf dein Vermögen. Unter den Nazis gab es willkürliche Festsetzungen von Zahlungen für bestimmte Gruppen oder Zwecke außerhalb des regulären Steuertarifs. Jetzt schauen wir uns an, was in Deutschland gelaufen ist. Als erstes müssen wir uns natürlich hier mit dem Lastenausgleich aus 1952 beschäftigen. Aber auch heutzutage ist natürlich immer wieder von sogenannten Vermögensabgaben die Rede. Und es ist schockierend, wie das Instrumentarium im Notfall direkt auf Volksvermögen zugreifen zu wollen, ein fester Bestandteil der Staatslogik auch heute wieder geworden ist. Punkt Nummer 11, die Erbschaftssteuer als Umverteilungswerkzeug. Das ist ja gerade interessant aus aktuellem Anlass. Die SPD will die Erbschaftssteuer erhöhen. Sie sagt zwar, sie will sie reformieren, aber tatsächlich ist es natürlich eine Erhöhung und jeder, der zur Mittelschicht gehört, wird davon betroffen sein. Hier gibt es mal wieder krasse Parallelen zur Nazizeit. Auch die Nazis, sie haben die Erbschaftssteuern extrem erhöht. Zum einen mal, um eine politisch unliebsame Vermögenskonzentration zu zerschlagen und natürlich auch, um Einnahmen zu generieren. Punkt Nummer 12, wir kommen zu den Unternehmenssteuern und Betriebsprüfungen und vor allen Dingen der Einsatz derselbigen als Druckmittel gegen den Bürger. Es waren tatsächlich die Nazis, die Betriebsprüfer mit einer großen Machtfülle ausgestaltet haben, die Betriebsprüfungen verwendet haben als Waffe gegen Unternehmen, um höhere Steuereinnahmen zu erzielen. Wenn man sich anschaut, was heute passiert, wie heute Betriebsprüfungen eingesetzt werden, wie viele
Unternehmer darunter leiden, tatsächlich zum Teil auch in den Ruin getrieben werden, dann muss man sagen, dass die Parallelen dazu schon ganz extrem eindeutig sind. In tatsächlich freien Ländern gibt es erstaunlich wenig Betriebsprüfungen, wie die angelsächsischen Länder zeigen, die ich vorhin genannt habe, zum Beispiel die USA oder auch Großbritannien. Hier gehören Betriebsprüfungen eher der Seltenheit an, da es in diesen Staaten das Selbstverständnis gibt, dass routinemäßige Betriebsprüfungen im Grunde genommen mit einem demokratischen Grundverständnis des Staates nicht zu vereinbaren sind, sondern eher in die Nazi-Zeit passen als in eine moderne Demokratie. Das solltest du vielleicht das nächste Mal dem Betriebsprüfer sagen und mal schauen, wie er reagiert. Oder vielleicht lieber doch nicht. Punkt 13, die Kriminalisierung von Steuerhinterziehung. Tatsächlich waren es die Nazis, die Steuerhinterziehung zu einer Straftat gemacht haben. Davor war es eine Ordnungswidrigkeit. Die Logik damals, wer dem Staat Geld vorenthält, gilt als Volksschädling. Das hat man mehr oder weniger so in der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Auch heute wird Steuerhinterziehung natürlich extrem geahndet. Man muss sehr schnell mit Gefängnis rechnen. Schaut man sich andere Länder an, zum Beispiel die Schweiz, dort ist Steuerhinterziehung tatsächlich nur eine Ordnungswidrigkeit. Auch zum Beispiel in Ländern wie Großbritannien, da wird Steuerhinterziehung zunächst mal eigentlich rein zivilrechtlich behandelt. Und erst wenn dann diese zivilrechtlichen Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann packt der Staat das Strafrecht aus. Punkt Nummer 14, Finanzamt und Steuerfahndung, Befugnisse wie die Polizei. Dass heute die Steuerfahndung in Deutschland weitreichende polizeiliche Befugnisse hat, das geht auf die Nazis zurück. Das ist eine Idee der Nazis gewesen. Die Reichsfinanzbehaltung wurde zu einer mächtigen Behörde ausgebaut mit ähnlich weitreichenden Befugnissen. Wir reden von Dingen wie Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung, tatsächlich zum Teil sogar Verhalten, das aggressiver ist als die normalen Polizeibehörden. Wir denken auch an die sogenannte Beweislastumkehr im Steuerrecht. Damals wie heute ist die Finanzverwaltung de facto Staat im Staate mit exekutiven Durchgriffsrechten, die eigentlich so im Zivilrecht undenkbar wären. Aber auch über das Steuerrecht hinaus gibt es ziemlich erschreckende Parallelen in Deutschland zur Nazizeit. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, wie die Staatsanwälte in Deutschland organisiert sind. In der NS-Zeit sprach man von der sogenannten Justizlenkung, direkte Eingriffe des Reichsjustizministeriums in laufende Verfahren. Auch heute sind Staatsanwälte Beamte und unterliegen dem externen Weisungsrecht des Justizministeriums. Das ist in anderen Ländern undenkbar. In Ländern wie USA und Großbritannien sind die Staatsanwälte komplett unabhängig. Tatsächlich wird dieses Unikum sogar von der EU kritisiert. Es gab mehrere EuGH-Urteile, welche die mangelnde Unabhängigkeit der deutschen Justiz bemängeln. Und hier machen wir gleich weiter. Punkt 16, Staatsmonopol auf Juristenausbildung. Auch das eine Idee der Nazis. Im Rahmen der Gleichschaltung ging es bei der Juristenausbildung um die Ausrichtung der Ausbildung auf die NS-Ideologie. Natürlich hat man das ideologisch heute gesäubert, aber auch heute noch ist es so, dass jeder, der Rechtsanwalt werden will, 2 Staatsexamen absolvieren muss. In wirklich demokratischen Ländern, zum Beispiel in den USA und Großbritannien, da ist die Anwaltsausbildung und Qualifikation komplett unabhängig vom Staat. Und das aus gutem Grund. Willst du Anwalt werden und bist politisch anderer Meinung als das, was so gerade als akzeptabel anerkannt wird beim deutschen Staat, dann wirst du kein Anwalt werden können in Deutschland. Und das haben wir immer wieder gesehen. Jungen Kandidaten wird der Zugang zum Referendariat oder zum Staatsexamen verweigert. In einer wirklichen Demokratie wäre das absolut undenkbar. Denn das Verständnis des Anwaltsberufes ist ja in solchen demokratischen Ländern tatsächlich die eines Rechtsbeistandes, der dem Bürger helfen soll, sein Recht gegenüber dem Staat durchzusetzen. In Deutschland haben wir genau das Gegenteil. Dort wird der Anwalt letztlich als staatlich legitimierter Lakaie gesehen, der die Interessen des Staates durchsetzen soll. Hier wird davon ausgegangen, dass der Staat immer gut ist. Was für ein absolut absurdes Konzept. Punkt Nummer 17. Wir bleiben bei der Juristerei. In Deutschland gibt es praktisch keine Bürgerjustiz mehr, praktisch keine Schwurgerichte. Auch das wurde schon vor den Nazis stark eingeschränkt, nämlich 1924. Aber die Nazis haben es dann endgültig abgeschafft. Und auch in Deutschland haben wir ja heute keine echten Jury Trials mehr. Wir haben heute vielleicht das sogenannte Schöffensystem, wo dann Laienrichter manchmal mit Berufsrichtern am gleichen Tisch sitzen und dann von diesen dominiert werden. Unser Justizsystem ist damit also elitär und staatszentriert. Das Volk spricht kein Recht. Staatsbeamte sprechen Recht im Namen des Volkes. Im angelsächsischen Recht ist das Verständnis so, dass dich nur deine Mitbürger
Ja, daher also die Geschworenen. Deine Mitbürger können dich für schuldig befinden und verurteilen. Hier ist das Gleichheitsgebot, dass wir alle gleich sind vor dem Staat, vor dem Gesetz konsequent durchgesetzt. Wenn es dort eine Richterkaste gibt, wie soll das dann jemals wirklich der Fall sein? Kommen wir zu Punkt Nummer 18 zur Untersuchungshaft. Die Idee, dass man in Deutschland unbefristet in Untersuchungshaft kann, auch das ist etwas, das die Nazis eingeführt haben. Schau dir den Fall zum Beispiel an von Wirecard, wo Beschuldigte jetzt seit Jahren tatsächlich in U-Haft sitzen. Das wäre so in keinem anderen Land möglich. Kein Land, das sich eine Demokratie nennt, wird Bürger für Jahre einsperren, ohne dass sie tatsächlich für eine Straftat verurteilt worden sind. Punkt Nummer 19, Parallele Nummer 19, der Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst. In der Nazizeit gab es die Gestapo, sie war die politische Polizei zur Überwachung der Gesinnung und unser Verfassungsschutz ist heute im Grunde genommen genau das Gleiche. In keinem anderen Land, nur in Deutschland, ist es möglich, dass zum Beispiel Parteien, die in den Bundestag gewählt sind, systematisch vom Verfassungsschutz überwacht werden. Das musst du dir mal vorstellen, was das eigentlich für eine Ungeheuerlichkeit ist. Dass eine staatliche Behörde die Grenzen der legitimen politischen Meinung definiert und Abweichler dann gleich auch noch stigmatisieren darf. Sie werden zum Beobachtungsobjekt gemacht, es werden Berichte über sie geschrieben und veröffentlicht. Also, wie gesagt, in jeder wirklichen Demokratie wäre das ein unglaublicher Skandal. Punkt Nummer 20, Meinungsdelikte. In der Nazizeit gab es zum Beispiel seit 1934 das sogenannte Heimtücke-Gesetz. Es wurde strafbar, wenn man Kritik an Regierung und Partei übt. Was gibt es in Deutschland? Paragraph 188 Strafgesetzbuch, Sonderstrafrecht bei Beleidigung von Politikern. Dort gibt es ein höheres Strafmaß als bei Normalbürgern. Und dann natürlich auch der Paragraph 130 Strafgesetzbuch, Volksverhetzung. Ein Gummiparagraph, dessen Auslastung stark vom politischen Zeitgeist abhängt. Das Strafrecht wird also genutzt, um Diskurse zu regulieren. Meinungsäußerung kann kriminalisiert werden. Auch das, wie gesagt, in den meisten Demokratien unvorstellbar. Wir kommen zu Punkt Nummer 21, der Rundfunkbeitrag. Und ja, auch dieser wurde tatsächlich von den Nazis eingeführt. Damals gab es einen gleichgeschalteten Rundfunk als Propagandainstrument. Heute gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch hier die Finanzierung ist die gleiche geblieben. Man hat ein bisschen was ausgetauscht, aber letztlich vom Prinzip her werden die Bürger gezwungen, ein Mediensystem zu finanzieren, unabhängig davon, ob sie es politisch gutheißen oder nicht. Wie sehr die grüne Ideologie eigentlich mit der braunen zusammenhängt, das lernen wir jetzt, denn es waren tatsächlich die Nazis, und zwar kann man fast sagen, als erste weltweit grüne Gesetze eingeführt haben. Man denke nur an das Reichsnaturschutzgesetz von 1935. Man könnte jetzt sagen, es war eines der fortschrittlichsten Naturschutzgesetze für seine Zeit. Mit drakonischen Strafen, mit totalitärem Durchgriff wurde man bestraft bis zu Konzentrationslager, wenn man dagegen verstoßen hat. Das Gleiche sehen wir ja heute wieder. Denken wir nur an das Gebäudeenergiegesetz oder den Klimaschutz. Auch heute werden angeblich höhere moralische Ziele, Naturschutz oder Klimarettung dafür verwendet, tiefe Eingriffe in Eigentum und private Lebensgestaltung zu rechtfertigen. Punkt Nummer 23, das Waffenrecht. Im Waffengesetz der Nazis aus 1938 kam es zur Entwaffnung von bestimmten Volksgruppen und sogenannten zuverlässigen, nur sogenannte Linientreue durften Waffen besitzen. Auch im heutigen Deutschland ist der Besitz von Waffen stark reguliert. Selbstschutz wird in Deutschland prinzipiell nicht als Bedürfnis für Waffenbesitz anerkannt. Waffenbesitz ist ein streng reguliertes Privileg für Sportschützen und Jäger. Der Staat misstraut also dem bewaffneten Bürger und monopolisiert das Gewaltmittel vollständig. Punkt Nummer 24, Eigentum unter Vorbehalt. Die Nazis hatten die Ideologie etabliert, Gemeinnutz vor Eigennutz. Eigentum war nur sicher, solange es dem Volkskörper diente. Ansonsten konnte man enteignet werden. Auch im Grundgesetz finden wir ähnliche Töne. Wieder Artikel 14 spricht von Eigentum verpflichtet. Denken wir an ganz konkrete Dinge wie zum Beispiel die Mietpreisbremse oder Enteignungsdebatten. Eigentum ist kein absolutes Recht, sondern politisch gestaltbar und einschränkbar. Während in Ländern wie zum Beispiel in den USA oder auch Großbritannien Eigentum Souveränitätsraum des Bürgers ist, ist es in Deutschland eine soziale Funktion, in die der Staat regulierend eingreift.
Und schließlich der letzte Punkt, das Vermieterrecht, die Entkernung des Eigentums. Die Nazis haben einen Krieg gegen Vermieter geführt. Es gab einen Mietpreisstopp, es gab eine Wohnraumbewirtschaftung. Der Staat hat den ganzen Sektor reguliert. Private Vermieter wurden missachtet und beschimpft. Man hat sie mit zusätzlichen Steuern belegt. Man hielt sie für Abzocker, für Profiteure. Und genau das Gleiche sehen wir ja heute wieder. Auch heute haben Vermieter eine extrem schlechte Reputation, obwohl sie eigentlich eine so wichtige Funktion für die Allgemeinheit darstellen. Man hält sie für Abzocker, jede kleine Mieterhöhung wird bekämpft, auch heute wird die Höhe der Mieten reguliert. Wer Wohnraum vermietet, begibt sich in ein öffentlich-rechtlich überlagertes Verhältnis, in dem er nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. So, das waren sie, meine 25 Punkte, meine 25 Parallelen zwischen der Nazi-Zeit und dem modernen Deutschland. Man könnte diese Liste noch stark ausbauen, aber ansonsten will dieses Video ja viel zu lang werden. Noch einmal möchte ich betonen, dass ich in keinster Weise natürlich das heutige Deutschland mit dem Nazi-Deutschland vergleichen will. Auf jeden Fall haben wir seit Etablierung der Bundesrepublik Deutschland sehr viele Fortschritte gemacht. Auf keinen Fall will ich Politiker der heutigen Parteien in Deutschland mit den Nazis vergleichen. Aber wir haben eben strukturell in Deutschland, in den Staatsstrukturen, in den Gesetzen tatsächlich meiner Meinung nach ein Problem. Und das Schlimmste ist, dass wir uns dessen nicht mehr bewusst sind. Denn wenn wir uns dessen bewusst wären, dann könnten wir ja etwas dagegen tun. Aber die wenigsten von uns sind sich dieser Parallelen bewusst und die wenigsten wissen im Grunde, wie schnell wir bei einer Situation ankommen können, da die gesetzlichen Grundlagen eben gegeben sind, wo die Freiheit des Bürgers ganz extrem eingeschränkt wird und wir uns wieder mit einem totalitären System konfrontiert sind. Meine Antwort auf diese Parallelen ist im Grunde die, dass ich Deutschland, dass die Europäische Union schon vor 25 Jahren verlassen habe. Ich habe mich entschieden, in Ländern zu leben, die natürlich auch nicht perfekt sind, wo man jetzt etliches natürlich hier kritisieren müsste, aber strukturell und im Denken der Menschen vor allen Dingen ist jedoch die persönliche Freiheit, das Recht des Einzelnen und auch die Eigentumsrechte viel tiefer verankert, als ich mir das für Deutschland wünschen würde. In diesem Sinne finde ich es sehr wichtig für dich, gerade wenn du vermögend bist und wenn du Kinder hast, dass du dir Gedanken dazu machst, in welchem Umfeld du groß werden willst, wie du dich, deine Kinder und dein Vermögen schützen kannst vor möglicherweise gefährlichen Entwicklungen, die im deutschsprachigen Raum auf uns zukommen. Für viele war die Corona-Zeit eine Zeit, wo sie aufgewacht sind, wo sie realisiert haben, zu was der Staat eigentlich fähig ist. Im Grunde genommen war das ein ähnliches Beispiel wie die Liste, die ich jetzt gemacht habe. Da wurde einem auf einmal klar, was da eigentlich schlummert in diesem Staat, zu was der Staat in der Lage ist und was Politiker auch machen können, wenn sie es wollen. Jetzt liegt die Corona-Pandemie schon einige Zeit zurück und bei vielen setzt schon wieder die Vergessenheit ein. Ich aber würde dir empfehlen, wachsam zu bleiben und dir genau zu überlegen, inwieweit du dich, deine Kinder und dein Vermögen diesen Risiken aussetzen willst. Die Welt ist groß, die Welt ist schön. Du musst ja nicht ans andere Ende der Welt ziehen und nie wieder Fuß auf deutschen Boden setzen. Wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren aus der Europäischen Union weg. Ich habe es bis heute nicht bereut und ich denke, du wirst es auch nicht tun. In diesem Sinne würde ich mich natürlich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich bei einem unserer Seminare kennenzulernen. Alle weiteren Details in der Beschreibung zu diesem Video. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, Unternehmen zu gründen, zweite Staatsbürgerschaften zu erwerben, Bankkonten zu eröffnen, Aufenthaltstitel zu erwerben. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.